zusammen mit Robert Crispins. Es geht weiter, der Ausbau bei Morelo. Jetzt hast du gesagt, jetzt passiert nicht mehr so viel, aber der Teufel liegt im Detail, oder? Genau, also ab hier befinden wir uns im Fertigausbau, sprich die Bäder werden zu Ende gebaut, das Bett wird fertiggestellt, die Sitzbänke werden montiert und mit es passiert nicht mehr so viel, meine ich, es schaut doch von hier schon relativ fertig aus, das Reisemobil. Also wir haben die Schürzenarbeiten abgeschlossen, das Dach ist drauf, die Dachmontage ist fertiggestellt. Jetzt findet die Lichtinstallation statt und im Prinzip der Finish, sage ich jetzt mal. Ja, das ist ein Palace. Ja, das genau. ist ein Empire. Ein Empire. Ein Empire Daily. Ich zeig's mal gerade. Empire Daily bedeutet, du kriegst den auch auf Wunsch mit Heckgarage, oder? Nein, beim Empire Daily ist es aus Gewichtsgründen nicht möglich. Aber beim Empire Liner wird es ohne. Empire Liner war es, genau. Empire Daily, naja. Ich komme durcheinander. Das ist ein 7,49 Tonnen Fahrzeug. Das ist so das Maximum, was geht. Genau. Zuladung 600-700 Kilo? 700-800 Kilo. Okay, das geht je nachdem, was man so Kreuzchen gemacht hat. Genau, das ist im Prinzip abhängig von dem Zubehör, das ich in so ein Fahrzeug packe. Das ja gut mal eine Tonne sein kann. Ne? Ich habe dich ja gefragt, eben eingangs, ob wir nicht mal eben die Empire-Maske auf den Palace schrauben können. Da hast du gesagt, geht nicht. Nein, das ist technisch gar nicht möglich, weil wir haben hier eine andere Seitenwandstärke, eine andere Dachstärke und der Empire, den gibt es nur in 2,50 Meter Aufbaubreite. Würde gar nicht gehen. Nein. So, 2,50 Meter schwer zu fahren gegenüber 2,40 oder merkst du es nicht? Doch, also man merkt es auf der Straße. Aber natürlich im Wohnraum wird es dann gedankt, weil die 10 cm Wohnraumbreite ist schon enorm. So, wir gehen mal kurz rüber, da ist der Kollege noch am Arbeiten. Das Logo habt ihr euch entschieden, jetzt auf die Front zu machen. Viele Morelo-Kunden vermissen den riesengroßen Morelo-Aufkleber hinten. Gibt es den optional auf Wunsch? Nein, aktuell nicht. Also wir haben das dezent nach unten gepackt und oben haben wir es bewusst freigelassen. Genau, damit die ganze Linie... Manchmal ist weniger mehr. Ihr habt einen Designpreis bekommen für das Fahrzeug? Genau, wir haben für den Empire einen Designpreis erhalten und also Außen- und Innenlinie. 2018 ist das Auto gekrönt worden, den German Design Award. Und da sind wir natürlich unheimlich stolz drauf. Ja. So, wir gehen mal kurz rüber, schnell, denn wir drehen heute am Freitag und es wird einiges fertig gemacht. Unter anderem wird die Heckgarage fertig ausgebaut, denn da gibt es noch einiges zu tun. Genau, also die Kollegen verblenden jetzt im Prinzip. Du siehst, man sieht keine Kabel mehr. Der Kollege macht jetzt fertig, baut den Wechselrichter ein und verblendet das Ganze dann am Schluss. Wechselrichter, das Bett ist ja direkt oben drüber. Hier sind Lüfter drin. Man kann die so programmieren, dass sie nachts in den Schlafmodus gehen. Ne? Ich kann den nachts ausschalten, in den Schlafmodus schicken, dann höre ich da hinten auch nichts. Und da ist die Stange, gell? Und da ist die Kleiderstange. Die kann ich quer, längs bestellen, wie ich möchte. Ich finde es ganz praktisch, weil gerade im Winter, im Sommer kann man da leider nicht viel trocknen, aber im Winter... Ich zeig's mal gerade von hinten, wie schön es ist. Also es ist immer wieder so eine Augenweide, wenn man es sieht. Wenn man es vorher gesehen hat und sieht es dann so fertig, ja, dann denkt man eigentlich, das wird nicht von der Seite dran gebaut, sondern das kommt erstmal so komplett als Bus und wird dann eingebaut von innen. Nein. Das denken ja viele, oder? Nein, wir bauen von innen nach außen. Von innen nach außen. So, hier ist der Kollege und boah, das sind ja, wenn ich das mal kurz zeigen darf, das ist ja mal ein Kabeldurchschnitt, oder? Ja. Aber was ist das für ein Durchschnitt? 210 Quadrat. Echt? 120 Quadrat. Also 12 Millimeter. Ja, genau. Krass. So, und das vorne sieht man ja, der Wechselrichter, der eingebaut wird, wenn ich ihn mal kurz sehen darf. Da vorne ja Büttner im Programm. Das ist gut? Sehr gut sogar, der 3000 kW Büttner. So, hier vorne sieht man auch direkt, er hatte alles hier da. Das ist Elektrotechnik eigentlich, oder? Ja. Das heißt, Sie haben das auch gelernt, Elektrotechnik? Ich mache es seit 20 Jahren. Seit 20 Jahren. Das heißt, also viele Leute, muss man sagen, können das. Das heißt, die können viele Gewerke. Man braucht hier quasi Multitalente, die wirklich unglaublich viel können. Und das Thema Elektrotechnik entscheidet sich ja später dann, ob was nachgearbeitet werden muss oder ob es Schwierigkeiten gibt, Fehler gibt. Bei so hohen Strömen, da muss alles passen. Genau, wir haben ja am Schluss dann auch die Elektroprüfung. Es wird jede Leitung nochmal durchgemessen, geprüft und vom Fachmann abgenommen. Sehr schön. Maskenpflicht, ja, wir haben es nicht angekündigt. Alle tragen Masken. Ist schön, oder? Mhm. Mit der Ausnahme von mir. Aber das haben wir jetzt einfach nur für den Dreh gemacht. Ansonsten würde ich hier natürlich auch mit Maske rumlaufen. So, wir gehen mal kurz rein. Auch hier geschieht jetzt einiges. Palace.
Immer noch der Empire. Ne, hier vorne steht Palace. Ist wahrscheinlich die gleiche Einstiegsstufe. Das ist der gleiche Schutz. Also von der Höhe ist es der gleiche Schutz. Das ist ja nur eine B-Form. Ach, das ist ein Schutz. Das ist ein Schutz hier. Macht man Schon gewundert. um das Material im Prinzip so. Da, damit die beim rein raufgehen. Wenn du jetzt hier guckst, ich kann das ab. Alles klar, Und das wird am verstanden. Schluss rausgenommen. Das ist so eine. So, dann gehe ich hier rein. Hallo. Auch hier vorne sieht man, alles wird jetzt etwas klarer. Und wenn ich jetzt hier mal reinschaue, so die Küche und so, alles Licht ist noch nicht drin, gell? Du siehst, die Kabel hängen schon raus, die Installation beginnt. Also in den Baldachinen sind die Kabelleuchten schon drin, aber der Strom ist noch nicht an. Also Strom ist noch nicht an. So, und hier ist der Kollege. Jetzt fängt die Detailarbeit an. Ja. Und das ist natürlich, die nimmt am meisten fast weg, oder? genau, das kostet nochmal am Schluss das Finish. Und da lassen sich die Kollegen natürlich dementsprechend Zeit. Auch hier vorne. Wenn man das später so sieht, so im Ausstellungsraum, das ist alles fertig. Man öffnet die Klappen und so weiter. Hier sieht man auch mal, wie viel Detailarbeit drin ist, was alles gemacht werden muss. Und wir gehen mal rüber auf die nächste Station, 16. Was geschieht hier, Robert? Das ist im Prinzip auch Innenausbau. Wir sehen bloß, hier ist das Hubbett schon montiert. Die GFK-Anbindung vorne ist schon drauf und die Elektroinstallation nimmt natürlich ihren Fortlauf. Jetzt schauen wir mal rein. Ja. So, auch hier siehst du Elektroinstallation ganz weit voran. Vorne ist die GFK-Anbindung drin, das Rollo ist schon montiert. Und dann beginnen die ab der nächsten Station mit dem HiFi-Ausbau. Also Je nachdem, was der Kunde will. genau, Navigation, Lautsprecher, Subwoofer, Wunsch. Subwoofer, Sitzbank und Tisch und Polster sind dann im Prinzip in der letzten Station drin. So, auch das Hubbett hier elektrisch. Hubert ist elektrisch, ist auch schon montiert, wird dann auch nur noch verkleidet. Alle Schränke sind nochmal verkleidet, damit hier nichts passiert. Hier sieht man auch die Anbindung. Die Sitze hängen direkt am Rahmen. Die Sitze hängen, das Gurtgestell muss direkt mit dem Rahmen verbunden sein, weil die Zugprüfung wird dementsprechend abgenommen. So, die sind nicht ganz gerade. Ist das erlaubt? Das ist erlaubt, ja. Okay, das heißt, bis zum gewissen Winkel darf man, gell? Das ist so abgenommen, das ist, wenn man das dürfen wir nicht selber entscheiden, sondern es finden separate Gutachten statt. Und die Position wird so vom TÜV abgenommen oder von der DEKRA und dann dürfen wir so verbauen. Ja, ein schönes Design hier drin. Das helle Holz kommt immer mehr, habe ich das Gefühl. Das ist absolut, ich sage jetzt mal Geschmackssache. Der eine mag hell, der andere dunkel, aber es gibt sich mittlerweile nicht viel. Also ich würde sagen 50-50. So, auch hier, das Bett ist noch nicht drin. Matratzen, da können wir auch ein Buch drüber schreiben, oder? Ja, Härtegrade, Federkern, Schaumkern, also da gibt es Unterschiede wie Tag und Nacht. Können wir ein Buch schreiben, aber hier haben wir die Dusche schon integriert. Also wenn du siehst, Ich komme. die Dusche ist eingebaut. Das ist die Dusche Echtglas? Die Dusche ist Echtglas, ja. Darfst gerne mal hinladen. Ne, geht nicht. Meine Hände voll. 6 Aber mm Echtglas. da ist das Ausgleichsgefäß. Hier unten der Einstieg. Unit has been tested. Water tested. Ah, das heißt, die kommen so ab Werk. Kommen auch aus dem Schiffsbau, die Toiletten. Aus dem Schiffsbau. Dometic lässt die, glaube ich, in Amerika produzieren. So, nächster Schritt, aber wir sind noch lange nicht am Ende. Denn viele Schritte sind noch zu machen. Nächste Station, was geschieht jetzt hier? Das ist jetzt Fertigausbau und ab da hinten beginnt das Bandende. Der funktioniert schon, der Wechselrichter. Genau, der Wechselrichter hängt, ist drin, Strom ist angeschaltet und jetzt beginnen die im Prinzip mit der Verkleidung. Hinten liegen schon die Zuschienen vorbereitet und hier haben wir den Teppich schon komplett zugemacht. So, die Heizung ist drin. So langsam wird es fertig. Die Zeit von Takt zu Takt? 3,5 Stunden. 3,5 Stunden an die Zeit. Bei einer 40-Stunden-Woche. Ist das Stress? Ja, aber da müssen die Prozesse, ich meine auch hier ist Prozess A und O, die müssen stimmen, die Abläufe müssen exakt aufeinander abgestimmt sein. So, jetzt ist ja eigentlich schon Feierabend, oder? Das heißt, die Kollegen, die fühlen sich verpflichtet, das muss fertig werden. Genau, die Kollegen fühlen sich verpflichtet, weil am Montag geht es mit der Taktzeit weiter. Und jetzt hängen sie im Prinzip noch ein bisschen dran, damit es am Montag rechtzeitig getaktet werden kann. So, hier drin Elektrotechnik ist auch schon, nimmt schon Formen an. Genau, der Schrank ist eigentlich fast fertiggestellt und dann geht es dann in die Elektroprüfung. Die Elektroprüfung, ja. Das Thema Qualitätskontrolle, QM lese ich hier überall bei euch. Das ist der Hammer. Das heißt, ihr habt überall QM hängen, ihr habt wahrscheinlich eigene Leute, die
ab und zu mal auch mal zwischengucken. Wir haben eine QM-Abteilung, also wir haben einen Qualitätsmanagement-Beauftragten, der ist für das ganze Werk zuständig und hat natürlich dann sein Team, das ihm zuarbeitet. Wir reinigen die Fahrzeuge bei jedem Takt, das hast du ja vorhin gesehen. Die Übernahme, es gibt Protokolle, damit wir, wenn Fehler entstehen, die eigentlich schnell abschaffen können und an der Station, wo sie entstehen, abschaffen. Und Ich schaue mal kurz auf die Nummer. Wir sind bei 18. Da oben ist 18, das war jetzt 17, was da ist. Es nimmt Form an, die Lampen werden jetzt schon eingeschaltet. genau. Alles ist gut. So, und da vorne sieht man direkt ein nächstes Fahrzeug. Das ist ein... Das schaut für mich aus wie ein Palace Liner in dem Fall. Ich sehe es wieder an den Felgen, 17,5 Zoll. Ja, also das ein heißt LKW. Atego, oder? Genau, oder? Ne, jetzt habe ich, Oh, schau, jetzt ist es ein Loftliner. Ein Loftliner. Aber du siehst den Unterschied, ne? Ist fast nicht da. Das ist tatsächlich ein Loftliner. Jetzt, So, mach mal hinten auf, bitte. Kurz mal reinschauen können. Auch hier hat sich wahrscheinlich nicht so viel geändert dann, alles fertig, aber wieder ganz anders. genau. Die Anordnung. Genau, das liegt oben am Bettausbau, aber du siehst hier, die Blende ist drauf, die Gitter sind montiert, also Garagenausbau fast fertiggestellt. Sehr schön. Durchlaufzeit üblicherweise 10 Tage? Ja, 10 Tage maximal. Maximal. Das geht auch Wir schneller? fertigen aktuell 12 Fahrzeuge die Woche und wenn man 5 Tage rechnet, 12, wir haben 20 Stationen, sind wir unter 10 Tagen bei einer Durchlaufzeit. So, jetzt ist der Schutz auch schon weg. Das heißt, hier kommt ja später auch Teppich drauf. Genau, hier kommt der Kokosteppich rein. Oder der schwarze Streifer, den kann der Kunde am Schluss auch rausnehmen, saugen. Andreas Schneider, kennst du den? Jetzt ad hoc nicht, ne? Das ist der Prüfer, der sein Zeichen dahin gemacht hat. Achso, Nein, das wird alles auch protokolliert. Das heißt QM wieder mal. genau. Aber ich glaube, das ist der Prüfer vom Hersteller der Wanne. Echt? Ja. Der arme Andreas. Jetzt bist du auch mal erwähnt worden. Aber der Hersteller der Wanne, das heißt auch die Zulieferer, die da sind, da darf nichts schief gehen. Nein, das muss natürlich stimmen. Wir können das Teil nicht einbauen, um dann es in der Qualität auszubauen bzw. nachzuarbeiten. Und das siehst du jetzt, das ist das Prüfsiegel von dem Hersteller, dass im Prinzip die Poren, der Lack, alles stimmig ist. Okay, verstanden. So, geh mal rein. Auch hier. Oh ja, es geht langsam dem Ende zu. Die Sitze sind noch nicht montiert. Die kommen natürlich ganz zum Schluss. Genau, Sitze, Polster und Vorhänge, das ist der letzte Baustein. Und da geht es aber eigentlich um Verschmutzung. Nicht mal Beschädigung, aber Verschmutzung, weil es ist oft mal ein heller Anteil dabei, also helles Kunstleder oder helles Leder, helle Stoffe, und die versuchen wir auf der letzten Station zu montieren, um die Verschmutzung so gering wie möglich zu halten. Dasselbe gilt natürlich für die Matratzen hinten auch. Auch hier wieder eine ganz andere Badanordnung. Der Möbelbau, der muss jetzt hier stimmen. Viele möchten eine Einzeltoilette haben, viele nicht. Wie ist da der Anteil? Der Kunde entscheidet sich im Prinzip selbst, aber der Anteil ist 70% offen und 30% verschlossen. Weil ich Raumbad. Genau, weil ich habe natürlich hier den Vorteil, die Toilette ist separat und verschlossen, aber ich habe den Raum. Und bei der offenen Variante habe ich einfach das offene Raumgefühl. Ich kann mich umziehen, ich kann mich ausziehen. Also wenn ich jetzt hier aufmache, ist da auch mehr Platz, weil dann einfach die Tür fehlt. Aber es ist absolut unterschiedlich. Robert, wir geben Gas, aber es gibt so viel zu sehen hier immer. Denn ich sag mal, das Ganze zu gliedern, mal zu zeigen, wie funktioniert das Ganze. Menschen haben unglaublich viel Interesse an den Fahrzeugen. 85% unserer Zuschauer sind allerdings Männer. Kannst du das verstehen, dass die Technik so ein bisschen Trucker-LKW-Feeling hier mit hinzukommt? Ist das eine Männersache? Nicht unbedingt. Also wir merken ja auch, dass die Damen immer mehr dazukommen und sich auch immer mehr für die Technik interessieren. Aber ich würde, wenn ich das gliedern müsste, würde ich sagen, für die Technik ist oft der Mann zuständig und für die Optik die Frau. Und für die Entleerung der Toilette. Das ist immer, wenn es dann heißt, den Tank mal. Hier interessant, hier habt ihr, ich nehme an, das wird geklebt und da sind so Gewichte drauf? Genau, der Kanal ist jetzt komplett verklebt. Jetzt wird er von oben beschwert und sobald der Kleber greift, dann können Sie es wegnehmen. Also er bleibt jetzt 2 Takte oder 1 Takt liegen und wird auf der nächsten Station entnommen. Was wiegt das, so ein Ding? Heb mal hoch. Mal kurz gucken. Ich weiß, du hast keine Zeit, Freitag, aber so viel wiegt schon was. 20, 20. 25 Kilo. Echt? Ja, wir haben da locker 100 Kilo drauf. Gut, das muss ja auch halten später. Und das sind ja so Momente, wenn da was knarzt, das geht dir richtig auf den Zeiger, oder? Ja, wobei das Knarzgeräusch kommt in der Regel von Plastik auf Plastik. Aber du siehst hier, ich weiß nicht, ob man es auf dem Video erkennt, wir haben Filzbänder, die im Prinzip die Materialien voneinander trennen sollen, um die Geräuschentwicklung gar nicht aufkommen zu lassen. Du siehst hier,
Es wird überall mit einem Filzband, um einfach die Materialien voneinander zu entkoppeln und das Knatschen gar nicht aufkommen zu lassen. Ja, das ist jetzt ein Loftliner. Da habt ihr fast ein Alleinstellungsmerkmal. Ihr habt ein Fahrzeug 7,49 Tonnen auf einem LKW-Chassis. Wer kam denn auf die Idee? Das gibt es schon länger oder bei euch, oder? Nein, das haben wir jetzt ganz, ganz neu in Düsseldorf das erste Mal vorgestellt. Die Idee dazu existiert schon lange. Und wir haben uns letztes Jahr bewusst dafür entschieden, um einfach dieses Segment neu zu besetzen und auch den Kunden die Möglichkeit zu geben, ein LKW unter 7,49 Tonnen zu fahren. Schön. Gut, gehen wir einen Schritt weiter. Ich gucke mal ganz kurz. Das war jetzt Stationnummer, was war's? Das war jetzt die 18. Die 18. So, bis gleich zusammen mit Robert Crispins. Großer Rundgang bei Morelo am 27. November 2020, einen Freitag. Vielen Dank, Robert. Jetzt geht's an die fast letzte Station. Bis gleich.